Hi guys, another load of ATCs. It's number, what is it, 7 to 9 I think. And I start with a drawing. Actually, I just practiced it on some normal paper, and I do it here on grey. That's a grey drawing paper, and that's when you're doing this drop thing, it looks so much nicer, especially with this white chalky pencils. That's why I use the grey here. And on white, it's not that impressive. So, but it's for practicing. It's perfect, really, because you have an instant good result, and that makes, of course, that is so much. Yeah, it's something when you have a success, then of course you are much more willing to go on practicing, don't you? It's with me actually. I'm getting frustrated quite quickly. That's my problem. But yeah, okay. Get a big drop here and two small ones. Hallo ihr Lieben, ich fange heute mal mit Zeichnen an. Und zwar hatte ich sowieso schon ein bisschen geübt, aber auf weißem Papier. Und dann habe ich irgendwann gesagt, auf grauem Papier kommt das bestimmt noch besser. Vor allen Dingen mit dem weißen Kreidestift. Das sieht einfach interessanter oder imposanter halt auch aus. Und man kriegt auf diese Weise eigentlich auch schon relativ guten Erfolg, und dann ist man sehr motiviert, und ja, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das mal hier auf Grau, und das sieht sehr schön aus, und ja, es ist ja auch noch nicht gerade übel. Also ich denke mir, also auf Grau bin ich schon gut. Auf Weiß sieht es noch nicht so gut, dann muss ich mal andere Farben benutzen, so mit Blau und Grau muss ich mal gucken. Aber ich denke mir, es ist sehr schön, und wenn man so schnell mal Erfolge hat, das motiviert mich. Vor allen Dingen motiviert mich das, weil ich sehr schnell unmotiviert bin, wenn es nicht klappt. Das ärgert mich dann, und dann höre ich auf. So, and every little help means, dass eben Kleinigkeiten schon hilfreich sind. Damit meine ich ganz einfach, so kleine Übungen hier und da, die helfen dann schon. Also das ist eigentlich der Sinn dahinter. You know, this every little helps. It just refers to this little practice. When you practice these little things every now and again, it doesn't need to be hours and hours. It helps a lot. So that's what I mean by that. And I go over with a bit of my charcoal, and I will blur that out a tiny bit, and then it is done. I think I fiddle around. Oh no, I'm doing some lines to. I think that brings everything together. You will see. Ich mache dann hier noch ein paar Linien, die, finde ich, das Ganze noch so ein bisschen zusammenbringen. Das macht noch was aus. So, ich mag das ganz gerne, auch so einen Hintergrund zu geben, und das gibt noch ein bisschen mehr Tiefe. I think it gives a bit more depth, even a bit more dimension. So that's always quite nice to put everything together. And a tiny bit more black on the ground, but that's it. And I will show you the close-up already. Single. I thought I will do it at the end. I'm not sure what I'm doing in this one. Might be. You will see. Ich habe dann hier schon mal ein Close-up. Ich habe gedacht, ich mache das am Ende, aber kann mich nicht mehr erinnern. Ich mache so viele. Das ist das Problem. 30 Stück, ihr wisst ja. 30 Stück von den Dingern. So, der nächste, der ist hier einfach Textur. Ich brauchte Textur. Und jetzt habe ich da so übrig gebliebene Gase, die ich hinten drauf packe, und noch in feuchtes Gesso. Aber da kommt dann jetzt noch Modellierpaste drüber, um dann, das ist eine Krakelierpaste, genau, einfach um noch mehr Textur zu bekommen, und das lasse ich dann erstmal trocknen. You know, I wanted to have, next one, I wanted to have it with a lot of texture, so I had this cheesecloth laying around, and I used a tiny bit of it and put it on. There was already a thick layer of gesso there where I squeezed the cheesecloth into, and on top of that crackling paste, and that needs to dry now. But that will give me quite a nice texture. So the next one will be just using up, that's alcohol ink, exactly. I cut this feather out of alcohol ink background from Yupo paper. It is
it is Yupo. It is, yes. So, and the background here, simple watercolor paper, just put some water on and a tiny bit of my high flows, golden high flows acrylics to get a bit of this watercolory effect. And I will use a dark red later. First of all I'm using craft foam here to glue it behind the feather just to get more dimension. These 3 cards are all about dimension, I think. Sounds like, doesn't it? So, but that's me. So this is the thick craft foam, this 3 millimeters. That's what I put on, and I think I do a double thing. I don't know why I did it a second time. Did I glue both of them on? I can't remember. It doesn't matter, but it might be that I wanted to have it even thicker. So, ich habe dann hier die Feder habe ich aus einem Alkohol-Ink-Hintergrund vom Yupo ausgeschnitten und ich wollte die schön auf diesen Hintergrund mit diesen High Flows, die ich so ein bisschen erst mit Wasser auf dem Aquarellpapier und dann eben die High Flows drauf, dann reagieren die so ein bisschen wie Aquarellfarbe, das gefällt mir ganz gut. Und da sollte die Feder dann drauf, aber ich wollte sie mehr dimensional haben und habe dann dieses dicke Moosgummi benutzt und klebt das dann dahinter und das gibt natürlich auch eine schöne Tiefe durch das Schwarz und weil es eben sehr dick ist. So, und jetzt ein dunkleres Rot. Da habe ich schon mal den Rand gemacht und jetzt stempel ich noch. Da habe ich so ein Stempelgummi mit so alter Schrift. Stempel ich dann drüber, you know, I already did the edges here with the dark red, and now I have this stamping rubber and just put it into the acrylic paint and then stamp with it. This rubber is very old. I always use it like this. It's really easy to clean because it's loose rubber. It's unmounted, so it's perfectly to clean. And I put the word yesterday on, I think just because of the feather. This feather always reminds me of writing with it, and that's a very yesterday thing, but I quite like it. So, ich habe dann dieses Wort gestern da drauf gepackt, eigentlich nur, weil mich Federn immer irgendwie an Schreibfedern erinnern. Und das ist ja doch was von gestern, aber schön. Ich finde es ja auch sehr schön. So, jetzt ist meine Textur hier trocken und ich packe da schön eine goldene Farbe drauf. Ich glaube, das ist das Ecoline Gold. Bin mir nicht, aber ich meine ja, Ecoline Gold, das hat so ein schönes Gold, das hat so ein schönes, schweres, mattes, nicht so glänzendes Gold. Ich finde das immer sehr schön. Und pack das hier drauf, ein bisschen Wasser noch, dass es so mehr auch in die Crackle mit reingeht. Macht es natürlich nicht. Und da habe ich mir gedacht, jetzt versuche ich doch mal einfach Alkohol, Ink. Das sind diese Copic Inker. Da hatte ich ja letztens gesehen bei der Ina, die hat das auch mit Alkohol-Inks gemacht. Da habe ich gesagt, warum habe ich das eigentlich nie gemacht? Das funktioniert bestimmt super. Tut es auch. Ich meine, man kriegt nicht alles von dem Alkohol, von der Alkohol-Ink von der Oberfläche wieder runter, aber doch einen großen Teil. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich habe das dann mit Alkohol wieder sauber gemacht von der Oberfläche. Wie ihr seht, das Gold bleibt. Und die Crackle sind doch schon sehr definiert. You know, I used the gold on top of my texture here, and I wanted to have the crackle more defined. So I thought, I saw recently Ina Salisbury, she had this, she used, I think it was alcohol ink, what she used to enhance the crackles, and it worked quite well. So that's why I tried it here. It's not bad. Of course, you have to clean the surface with alcohol on top, with do you call it isopropanol, or we call them isopropanol, with this 99% alcohol stuff, and it's not bad. The gold stayed, as you can see, and I have the crackles pretty dark. So this it's a button actually. I have a lot of this shiny buttons laying around since ages. I don't know where I didn't buy them. I think someone sent them. I can't remember, but it's years ago. So, and I think they're perfect for this little card, and it won't be more. Just that, and I love the texture. Have a look at that. So, also ich habe jetzt hier noch diesen Knopf drauf gepackt, den ich schon ewig rumliegen habe, und die Kette durch. Ich finde, das ist perfekt. Da muss auch kein Wort mehr drauf, gar nichts. So, close up
was here, and now I have to say thanks so very much for watching, guys. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very, very much appreciated. Hope I see you soon with my next project. Until then, wish you a fantastic time. Stay healthy, take care, but don't forget, stay creative. Bye bye, ihr Lieben. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich freuen wie Bolle. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine super schöne Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf, aber vergesst nie, seid schön kreativ. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.